HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Krebs. Das ist ja eine Krankheit, die unglaublich Angst macht und es kann jeden von uns treffen. Wie gehen Menschen damit um, wenn sie aus heiterem Himmel erfahren, dass sie Krebs haben? Und wie ist das für die Angehörigen, die Freunde, die ja auch meist erstmal geschockt und hilflos sind? Wie umgehen mit einer solchen Diagnose mit Krebs? Das will ich heute zusammen mit meiner Kollegin Anne Chebu herausfinden bei Engel fragt. Anne ist erstmal nach Hanau gefahren, um dort Dana Rehfuß zu treffen, im Schloss Philippsruhe. Dort hat Dana nämlich 2019 ihren Mann geheiratet. Es ist also ein ganz besonderer Ort für sie. Und Dana Rehfuß hat damals schon gewusst, dass sie Krebs hat. Nach 19 Jahren Beziehung hat ihr Lebensgefährte ihr einen Antrag gemacht, erzählt sie Anne. Sie haben dann den nächsten freien Termin im Standesamt genommen. Ihre Chemotherapie hat sie dafür kurz unterbrechen können. Ihr habt hier geheiratet letztes Jahr. Wie war die Hochzeit? Schön. War kalt, aber schön. Hast du Fotos eigentlich? Ja, magst du sehen? Ja. Auf den Hochzeitsfotos sieht man Dana mit Mütze, weil ihr von der Chemotherapie die Haare ausgefallen sind. Ja, ich habe mit Mütze geheiratet und das ist natürlich dann auch ganz anders, ja. Aber es war, im Nachhinein würde ich sagen, wenn ich es mir jemals irgendwie vorgestellt hätte, hätte ich es mir, glaube ich, so vorgestellt. Ja. Schön. Und wie geht's dir jetzt, 1,5 Jahre später? Wie Sehr, würdest du sehr deinen gut. Zustand beschreiben? Mir geht's gut. Ich bin stabil. Ich tue auch viel dafür, dass es mir gut geht und werde immer noch eng betreut und auch medikamentös betreut. Steht jetzt noch mal eine Chemo an oder wie ist das geplant? Naja, bei meinem Krankheitsbild ist das immer ein bisschen schwierig. Ich habe ja metastasierten Brustkrebs, das heißt, der Krebs ist schon gestreut in die Wirbelsäule und in die Leber. Und das gilt auch schon als fortgeschrittene Erkrankung. Eigentlich gilt man bis zum Lebensende dann unter Medikamenten oder unter Behandlung. Wie ist man drauf gekommen? Wie hast du das gemerkt? Die Diagnose war im November 2018 und mir ging es das ganze Jahr über schon schlecht, also wirklich schlecht. Wo ich dann auch zu meinem Arzt gegangen bin und habe gesagt, hören Sie zu, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und leider hat er mich nicht ernst genommen. Das heißt, der wurde recht spät erkannt oder wie? Relativ spät von meinem Orthopäden, weil ich ja so furchtbare Rückenschmerzen hatte. Ja. Mein Hausarzt sagte dann zu mir bei der Bekanntgabe, ich nenne es mal so, sagt er, Sie haben Krebs, der ist unheilbar und daran werden Sie sterben. Das waren seine ersten Worte? Nee. Ja, das war schon ziemlich hart. Da fällt man doch richtig in so ein Loch, oder? Ja, Konntest du das überhaupt glauben? Nee, also ich wusste gar nichts zu dem, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich mein Leben in so ganz kurzen Sequenzen auf einmal gesehen habe, an mir vorbeiziehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, was habe ich denn für einen Krebs? Und dann sagt er zu mir, das weiß ich nicht. Und dann hat er echt festhalten in der Apothekenrundschau gegoogelt und hat geguckt, im Blutbild hätten es vier Krebsarten sein können. Das kann man eigentlich gar nicht glauben. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich in dem Moment auch total wütend auf diesen Arzt werden. Oder wie ging es dir damit? Ich wusste, also in dem Moment, ich habe dann gemerkt, dann habe ich zu ihm gesagt, hören Sie zu, ich bin das ganze Jahr über bei Ihnen gewesen und Sie haben mich immer weggeschickt. Und dann sagte er, ja, wer rechnet denn mit sowas? Oh, und das war für mich der Zeitpunkt zu gehen. Mein Mann saß ja neben mir. Ich habe auch immer noch so mit so dem, ich weiß noch so aus dem Augenwinkel auch immer noch so auf ihn geguckt, weil ich in so einer Situation war ich noch nie in meinem Leben und wusste nicht, achte ich jetzt auf mich oder achte ich auf ihn. Ich habe dann gesagt, ich möchte dann gehen und dann bin ich tatsächlich vom Arzt erstmal auf die Knie, also draußen vor dieser Praxis erstmal auf die Knie gefallen, weil ich das nicht mehr halten konnte und habe geweint und mein Mann hat dann auch geweint und dann hat er gesagt, ich schaffe das heute nicht alleine, ich muss meine Schwester anrufen, hat er gesagt. Und dann sage ich, ja klar, sagt er, ich schaffe das heute mit dir nicht alleine, ich weiß nicht, wie ich damit, wo wir das hinpacken sollen.
Und dann hat er seine Schwester angerufen und die kam dann an dem Abend gleich mit ihrem Mann, was auch wirklich gut war, nicht alleine zu sein. Wie ist es allgemein in deinem Freundeskreis? Wie gehen die mit deiner Erkrankung um? Die haben toll reagiert, also unglaublicher Beistand. Es wurden für mich WhatsApp-Gruppen gemacht, in denen ausgetauscht wurde, wie es mir geht und wie es ist nach den Chemos und wie ich durchhalte. Und ich habe unfassbar viele Geschenke bekommen. Und am meisten hat mich gefreut, dass die Menschen Zeit mit mir verbringen wollten. Weil das habe ich gelernt in meiner Erkrankung, die Zeit gibt dir keiner zurück. Wie ist denn die Prognose jetzt noch? Das finde ich ja auch das Gute an meiner Ärztin. Die hat nie gesagt, sie haben noch so und so lange. Dieses so und so lange, das habe ich mir ja alles selbst gemacht, indem ich den großen Fehler gemacht habe und habe gegoogelt. Ne? Da habe ich natürlich von Dingen gelesen, die mir nicht gefallen haben. Ne? Dann, also gerade auch Frauen mit meinem Erkrankungsbild, 2, 3 Jahre. Und ich habe dann irgendwann den Weg für mich gefunden, dass ich mich fernhalte von den Statistiken. Welche Rolle spielt der Tod jetzt in deinem Leben? Ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Tod befasst wie jetzt natürlich. Ich halte auch oftmals so einen inneren Dialog mit dem Tod. Also natürlich habe ich auch Vorkehrungen getroffen. Ne? Ich habe meinen Baum ausgesucht und mein Testament geschrieben und alles. Natürlich ist da eine Angst da, aber glaube ich nicht die Angst vom Tod, sondern eher die Angst davor, so dahin zu siechen. Ich bin auch traurig und natürlich, ich gehe jeden Monat, fahre ich ins Krankenhaus. Es ist jeden Monat eine Diagnose letztendlich. Eigentlich lebe ich in so einem 4-Wochen-Rhythmus. Und das ist okay. Ich finde das beeindruckend, wie Dana es schafft, ein relativ normales Leben zu führen, zu arbeiten und dabei positiv zu bleiben. Offensichtlich beeinflusst die innere Einstellung die Lebensqualität ganz stark. Und manchmal beeinflusst sie vielleicht sogar die Krankheit selbst. Bei Luise Kohl-Hayek war das jedenfalls so. Luise Kohl-Hayek hat im Leben nicht damit gerechnet, dass sie jemals schwer krank werden könnte. Und erst recht nicht, dass sie im Kampf gegen ihre Krankheit Dinge erleben würde, die andere für unmöglich halten. Sie war 47, als sie die Diagnose Brustkrebs bekam. Ich habe aus dieser Zeit die Erinnerung, dass ich immer wieder totale Panikanfälle hatte. Ich erinnere mich, dass da ich ja mit den Kindern hier alleine lebte, ich bin dann in den Nachbarraum gegangen, habe mich unter die Decke gelegt und musste dann erst mal weinen und irgendwie fertig werden mit meinen Emotionen, mich wieder zusammengerissen und bin rüber und habe versucht, für die Kinder einfach klar zu sein. 2001 war das. Luise Kohl-Hayeks Leben war aus der Balance. Ihr Mann nach einer Ehekrise weit weg in Süddeutschland, sie in Nordhessen allein mit den 2 Kindern, dem Fachwerkhaus und der Vollzeitstelle als Lehrerin. Dann die Diagnose Krebs. Sie wird krankgeschrieben und hat nun plötzlich Zeit, sich zu fragen, was in ihrem Leben wirklich zählt. Besondere Freude macht ihr Qigong. Für die chinesische Bewegungsmeditation nimmt sie sich jetzt viel Zeit. Sie arbeitet auch die Familiengeschichte auf und macht eine Theaterausbildung. Ihr Leben verändert sich von Grund auf. Das scheint sich sogar auf die Krebsgeschwüre auszuwirken. Ohne Chemotherapie schrumpfen die Knoten. Die Reste sollen bei einer Operation entfernt werden. Ich wollte, dass es weg ist. Ja, natürlich, klar. Es war bei mir nicht über die Monate nicht ganz verschwunden. Also wollte ich, dass der Krebs verschwindet und wenn er weg ist, dann gehe ich arbeiten und dann ist alles, ich habe jetzt gemerkt, mein Leben ist besser, wenn ich mir mehr Zeit nehme. Nur noch die kleine Routine-OP, hieß es. Der Eingriff verläuft scheinbar gut, sie fühlt sich prima. Dann das Entlassungsgespräch beim Arzt. Als ich schon dachte, alles ist wunderbar, rief er mich in sein Büro und ich merkte sofort, es war was nicht in Ordnung. Und er sagte, ja, tut uns leid, aber wir haben durchs kranke Gewebe geschnitten. Und Sie müssen noch mal eine OP machen. Sie müssen die Brustentfernung machen.
Und auch Chemotherapie rate ich Ihnen dringend an. Genau, und das war ein Schock. Plötzlich droht ihr doch, was sie unbedingt vermeiden will: eine Brustamputation, Chemotherapie. Sie will weiter an Alternativen glauben, an die Kräftigung von Körper und Geist durch Qigong. Aber die Ärzte machen ihr keine Hoffnung auf Erhalt der Brust. Weder Schulmediziner noch Alternative. Dann habe ich gedacht, also ich gebe mir jetzt noch ein bisschen Zeit, 3 Wochen. Wenn ich in den 3 Wochen nichts finde, was ich anderes machen kann, dann muss ich die Mastektomie machen, also Brustentfernung, und muss dann auch einsteigen in dieses Programm. Ich war nämlich bei vielen Ärzten, anthroposophischen und anderen, und alle haben mir dasselbe gesagt. Mitten in dieser Ungewissheit hört sie von einer besonderen Art Qigong, mit der in China Krankheiten geheilt würden. Luise Kohl-Hayek würde gern dorthin fliegen, doch ihre Blutwerte sind schlecht. Ihr ganzer Körper ist mit Krebszellen überschwemmt. Aber sie vertraut ihrem Gefühl und reist trotz alledem nach China, um das heilende Qigong zu erlernen. Sie übt dort jeden Tag bis zu 10 Stunden. Das ist anstrengend, aber ihr geht es prächtig. Das Qigong bewirkt erstmal, dass ich wirklich mich und meinen Kern spüre, dass ich erstmal meinen Körper wieder wahrnehme, aber den Körper wirklich in jedem Augenblick wahrnehmen und die Lebensenergie wahrnehmen, die gerade im Körper strömt. Das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Und dann auch die Lebensenergie im Körper lenken können. Auch das haben wir da praktiziert, also von der Schulter zur linken Hüfte, zum linken Fuß, zum rechten Fuß, zur rechten Hüfte, hoch zur rechten Schulter, sodass man nach einer Weile spürt, da kreist was. Und das ist schon irre. 4 Wochen ist sie in China, ohne Medikamente, ohne Arzt, nur beim Qigong. Zurück in Deutschland, dann die bange Frage: Wie haben sich die Blutwerte entwickelt? Die Aussage, als ich zurück war eben, dass das so gut wie alles verschwunden ist, dass ich tatsächlich gesund bin. Und das war schon irgendwie erstaunlich. Es ist nichts mehr drin. Sie können nichts finden. Ein paar einzelne finden Sie ja immer, ne? Ein paar einzelne Krebszellen, aber nichts, was irgendwie besorgniserregend ist. Und das war schon toll. Sie kann es kaum glauben. Aus den bösartigen sind gutartige Tumore geworden. Und der Krebs kommt nicht zurück. Wodurch dann am Ende die Heilung passiert ist, sicher durch Qigong auch, aber sicher auch durch diese innere Entscheidung, anders jetzt wirklich dran zu glauben, dass ich Dinge tun kann, die ich nie gedacht habe, tun zu können. Sie traut sich schließlich sogar, die Ausbildung zur Qigong-Lehrerin zu machen. Das heilende Qigong ist nun der Mittelpunkt ihres Lebens. Spüre in deine Mitte, sei ganz präsent in deiner eigenen Mitte, in deinem unteren Dantian. Zu ihren Kursen kommen oft chronisch Kranke und Menschen mit Krebs. Ein Heilungsversprechen bekommt niemand, aber Qigong helfe, die eigene Mitte wiederzufinden. Krankheit ist eine Chance und ist ein Zeichen, dass etwas in Imbalance geraten ist in mir. Ich soll auf etwas hinschauen. Etwas stimmt nicht. Und die Krankheit ist ein wunderbares Zeichen, um mir zu zeigen, da schau mal nach. Luise Kohl-Hayek hat nachgeschaut. Sie ist gesund geworden und seit 20 Jahren krebsfrei. Das Qigong hat ihr geholfen, ihr Leben in ganz neue Bahnen zu lenken. Krebs. Das ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Ältere genauso wie ganz junge Menschen. Marie war erst 25 Jahre jung, als sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekam. 25, da fängt für manche das Leben erst richtig an. Mit ihrer Erkrankung ist Marie von Anfang an sehr offen umgegangen. Auf ihrem Blog Marie gegen Krebs hat sie vom ersten Tag an darüber geschrieben, wie sie den Kampf gegen den Krebs erlebt und zum Glück am Ende auch gewonnen hat. Fast zu jedem Tag kann man da etwas lesen und es gibt auch viele Fotos. Meine Kollegin Anne Tschibou hat sich mit Marie, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der Nähe von Frankfurt lebt, getroffen. Im persönlichen Gespräch wirkt Marie genauso offen und humorvoll wie auf ihrem Blog. Ja, Marie, wie geht's dir denn jetzt heute im Jahr 2020? Ja, mir geht's gut. Es ist einige Zeit vergangen, Zeit meiner Krebserkrankung und
Ja, mir geht's rundum gut. Und damals im Dezember 2014, als du diese Diagnose bekommen hast, dass du wirklich Krebs hast, wie war das? Es war erstmal ein Schock. Also ich habe das ja auch so beiläufig gesagt bekommen oder mitgeteilt bekommen. Ich war im Krankenhauszimmer gelegen und eine Krankenschwester kam rein mit den Visiteärzten und hat dann so gefragt, ja, hat sie jetzt wirklich Krebs? Und dann hat der Arzt das bejaht und so habe ich dann quasi meine Mitteilung gehabt, dass ich Krebs habe. Und Da denkt man hört nicht richtig, oder? ja, also ich habe dann meine Mama gleich angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe Krebs, haben die gesagt. Und was soll ich jetzt machen? Und sie dann auch so, was hast du denn für einen Krebs? Und ich so, keine Ahnung. Die haben gesagt, ich habe Krebs. Ja, also ich war erstmal total vor den Kopf geschlagen und wusste gar nichts an für sich. Ich war erstmal nur geschockt und ja, dann kam später noch mal ein Arzt und hat mir das alles erklärt. Und ich habe meine Mama gleich wieder angerufen und habe gesagt, ich habe Lymphdrüsenkrebs und das heißt so und so. Jetzt steht Chemotherapie an. Was soll ich denn machen? Soll ich das meinem Mann sagen? Soll ich es ihm nicht sagen? Was soll ich tun? Ich habe ja auch eine Tochter. Eigentlich hätte ich die am liebsten mit ins Krankenhaus genommen, aber das ging war natürlich ja noch nicht. ganz klein, deine Tochter. Wie alt war die damals? Die war kurz vor ihrem ersten Geburtstag. Ja, und dann, als ich mit dem Aufzug hochgefahren bin in diese Räume, dann habe ich schon im Besucherraum gesehen, dass mein Vater da steht und dass die komplette Verwandtschaft von meinem Mann da steht. Und ich war erstmal dann auch überfordert und mein Mann hat dann auch so gemeint, ja, was hast du denn? Sag doch, spuck aus. Ach, der wusste das dann noch gar Nein, nicht? der wusste das Boah, auch nicht. Ich krieg richtig Gänsehaut, Und dann- das ist ja der Hammer. Ja, Also wenn ich mir das so ich auch vorstelle. Ja, ich habe dann einfach gesagt, ja, ich habe Krebs. Und dann fingen alle an zu weinen und ich stand in der Mitte und dachte mir, okay, gut, was mache ich jetzt? Jetzt heulen alle und ich stehe hier und das war schon schwierig. Das hört sich, finde ich, ganz schön heftig für dich vor allen Dingen an. Plötzlich musst du eine große Familie dann trösten. Also die Anfangszeit war es vor allem so, dass mein Papa dann jeden Tag im Krankenhaus war und dem sind immer die Tränen gelaufen. Ich habe aber irgendwann ihm dann eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, habe geschrieben, hier Papa, komm wieder, wenn du nicht mehr weinst, ich kann das nicht sehen. Und dann war er am nächsten Tag wieder da gewesen und hat sich richtig zusammengerissen, dass kein Tränchen läuft. Und ich habe gesehen, die Tränen in seinen Augen, aber er hat sein Bestes getan, dass wirklich kein Tränchen gelaufen ist und hat auch gemeint, das ist schon gemein, dass ich nicht weinen darf. Und ja, aber es wurde dann auch mit der Zeit besser. Und du warst ja noch unglaublich jung. Also du warst 25, junge Mutter. Hast du zwischendrin auch Angst gehabt, dass du es vielleicht nicht schaffst? Ich glaube, die Ängste, die waren hauptsächlich am Anfang, wo man noch nicht wusste, was kommt auf einen zu. Und ja, nach der ersten Chemotherapie-Runde habe ich dann schon gemerkt, okay, irgendwas verändert sich im Körper. Es ist nicht immer einfach, aber da musst du jetzt einfach durch. Ich wollte vor allem meine Tochter aufwachsen sehen, die hat mich total motiviert, wo ich dann wusste, ich muss leben, ich habe keine Zeit zum Sterben. Das habe ich auch immer gesagt, ich habe keine Zeit zum Sterben, ich muss leben, ich muss das jetzt durchziehen. Meine Familie, die hatte da teilweise mehr Probleme als ich. Was haben eigentlich die Ärztinnen und Ärzte gesagt? Gibt es dann irgendwie so eine Überlebenschance? Sagen die sowas zu einem? Ja, also ich hatte sehr gute Chancen. Also es wurde mir gesagt, dass um die 80% schaffen das und ich habe einfach angenommen, ich werde jetzt zu diesen 80% gehören und werde das einfach schaffen. Wie hat eigentlich dein Freundeskreis auf deine Erkrankung reagiert? Das war sehr gemischt. Also ich hatte Freunde, die wirklich gleich gesagt haben, hier, wenn du was brauchst, melde dich. Es gab aber auch Freunde, die sich dann so ein bisschen abgeschottet haben, die wahrscheinlich gar nicht wussten, wie sollen sie genau mich ansprechen, die dann eher sich zurückgezogen haben, wo sich dann auch die Freundschaften teilweise aufgelöst haben und ich auch gemerkt habe, okay, auf welche Freunde kann ich mich wirklich auch in ernsten Situationen stützen und wer ist wirklich für mich da. Du hast ja deine ganze Krankheit öffentlich gemacht durch diesen Blog. Was hat dir das gegeben oder warum hast du das auch gemacht? Für mich war das ein bisschen wie ein Tagebuch zu schreiben. Es war für mich auch so eine Selbsttherapie. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich ganz viele Menschen damit anspreche. Ich habe so viel Mut zugesprochen bekommen. Ich fand das ganz toll. Dann sind ja auch ganz viele hochprofessionelle Fotos dort, die du hochgeladen hast. Hast du dir auch aus deiner Glatze so ein bisschen Spaß gemacht? Also mir hat das auch ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, diese Fotos. Und das hat mich so wieder als Frau spüren lassen. Die Shootings habe ich genutzt, um mich richtig aufzubrezeln und mir richtig viel Schminke ins Gesicht zu klatschen. Und ja, das fand ich dann einfach schön zu sehen, okay, ich kann auch mit Glatze schön aussehen.
Ja, ob Perücke oder keine Perücke, da entscheidet sich ja jede Frau ganz anders. Und die eine Perücke möchten, die treffen dann auf eine sogenannte Zweithaarspezialistin. Irgendwann verliert fast jede Chemopatientin ihre Haare. Für viele ist das auch ein Verlust ihrer Weiblichkeit. Ein Ausweg, eine Perücke. Bettina Gundlach ist Friseurin und Zweithaarspezialistin in Offenbach. Sie fertigt die Perücken an aus den echten Haaren der Kundinnen. Eine oft sehr belastende Prozedur. Es kann auch sein, dass die Damen weinen, dann hängen wir die Spiegel halt zu, damit sie das nicht sehen, wenn die Haare abgenommen werden. Monika Krupkat ist an Brustkrebs erkrankt. Ohne Perücke verlässt sie das Haus nicht. Weil ich eigentlich sehr eitel bin. Ich würde auch nie rausgehen ungeschminkt. Ich will nicht nur für mich gut aussehen, sondern auch für andere. Ohne ihre Haare würde sie sich nackt fühlen, sagt Monika Krupkat. Schon immer waren ihre Haare für sie etwas Besonderes. Keiner soll erkennen, dass sie eine Perücke trägt. Jeden Morgen gibt sie sich die größte Mühe, sie richtig zu stylen, den Ansatz abzudecken. Nur zu Hause, wenn sie mit ihrem Mann alleine ist, zeigt sie sich auch ohne Perücke. Trotz ihrer mehrmonatigen Chemotherapie hat sie noch nicht alle Haare verloren. Mit der Perücke will sie ihre Krankheit aber nicht verheimlichen. Andere Leute dürfen das schon wissen, also ich mache da auch kein Geheimnis draus. Auch unsere Nachbarn hier, mit denen unterhalte ich mich auch darüber, dass ich halt keine Haare mehr habe. Ich fühle mich zwar wohl mit der Perücke, gut, dass es sowas gibt, aber verstecken würde ich mich nicht. Ganz anders Rosa Marx. Sie will mit ihrer Perücke vor allem ihre Normalität beibehalten. Sie ist ebenfalls an Brustkrebs erkrankt. Für sie stand von Anfang an fest, ohne Perücke wird es sie nicht geben. Ich wollte in der Öffentlichkeit nicht als kranke Person wahrgenommen werden. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte einfach rausgehen können und mein Leben so normal wie möglich weiterleben können, ohne dass ich immer als krank wahrgenommen werde oder auch eventuell auch sogar angesprochen werde darauf. Ich hatte so viel mit mir selbst oder auch schlicht mit dieser Krankheit zu tun. Man hat so viele Beschwerden und so und da wollte ich einfach dieses Thema nicht auch noch zusätzlich haben. Es war ein Stück weit ein Selbstschutz auch. Nicht einmal ihre beiden Kinder dürfen die 58-Jährige ohne Haare sehen, weil sie Angst hat, das Bild könnte sich ihnen einprägen, so wie es sich ihr eingeprägt hat. Dann sind eben nach dem Waschen einfach immer mehr Haare ausgefallen. Man wagt die Haare gar nicht mehr durchzukämmen, ja, weil immer mehr Haare im Kamm oder in der Bürste sind. Und dann bin ich eben zu Frau Gundlach und es war schon ein schrecklicher Moment, weil dann werden die Haare abgeschnitten und dann abrasiert und dann sieht man sich zum ersten Mal, oder ich zumindest mit Glatze. Es war schrecklich. Umso erleichterter war sie, dass ihre Perücke ihrer alten Frisur sehr ähnlich war. Keinem sei je aufgefallen, dass sie Perücke trägt. 4 Monate später hat Rosa Marx den Brustkrebs besiegt und ihre Perücke liegt im Schrank. Doch der Umstieg zurück auf ihr Echthaar war viel extremer als der auf die Perücke. Die Haarstruktur hatte sich komplett verändert. Als die Haare dann nachgewachsen sind, kamen diese grauen Locken zutage und das war eben sehr, sehr deutlich sichtbar. Und die waren natürlich am Anfang, als ich die Perücke nicht mehr trug, viel, viel kürzer. Jetzt sieht es viel besser aus und es war eben so sichtbar dadurch. Aber das stört sie nicht. Sie ist geheilt, hat ihr Selbstwertgefühl zurück und kann mit unangenehmen Fragen gut umgehen. Rosa Marx ist froh, dass es Zweithaarspezialistinnen wie Bettina Gundlach gibt, die dabei helfen, zumindest die sichtbarsten Folgen des Krebses unter Kontrolle zu bekommen. Manche gehen mit ihrer Krankheit ja ganz offen um. Andere wollen das ganze Thema am liebsten einfach nur vergessen. Aber wie soll ich mich als Angehöriger oder Freund verhalten? Wie soll ich wissen, was richtig ist und was falsch? Anne hat das auch interessiert und hat deshalb Anne-Kathrein Menges-Beutel besucht, eine Psychoonkologin, also eine Psychologin, die sich auf Krebs spezialisiert hat. Woher weiß ich denn als Angehörige, wie ich mich richtig verhalte? Man muss fragen. Manchmal sagt man ja, du kannst dich melden, wenn du mich brauchst. Und das kann sein, dass jemand das tut, aber ich glaube, ich würde immer mal wieder irgendwie mitteilen, ich bin hier noch und ich denke an dich und wenn ich irgendwas machen kann, vielleicht auch was ganz Praktisches. Ich finde diesen Spagat aber schon ganz schön schwierig. Auf der einen Seite
Ja, natürlich zu sagen, ich bin da, ich biete dir Hilfe an, aber vielleicht auf der anderen Seite ist es ja auch mal ganz schön, die Krankheit zu vergessen und ein Alternativprogramm anzubieten. Aber denkt vielleicht meine Freundin wieder, oh, die interessiert sich ja gar nicht richtig für mich, die tut jetzt so, als wäre alles ganz normal. Ich glaube, man muss fragen. Ne? Es gibt viele Erkrankte, die sagen, das ist super, wenn ich mal über was ganz Normales reden kann. Aber es gibt andere, die können das gar nicht gut haben und sagen genau das, was Sie jetzt eben angesprochen haben. Deren Leben verläuft ganz normal weiter. Meins ist auf den Kopf gestellt. Für Angehörige ist es ja natürlich selbst auch belastend. Also wie geht man dann mit der eigenen Trauer und den eigenen Ängsten am besten um? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu gucken, dass man auch vielleicht noch jemand anderen oder mehrere andere hat, mit denen man spricht. Ich habe zum Beispiel, erlebe ich immer mal wieder, dass Angehörige sagen, wir haben Angst, wenn der andere stirbt, wie das ist. Oft ist ja auch einfach die Frage, verhalte ich mich richtig, verstehe ich das richtig, tue ich immer noch das Richtige für den anderen. Aber ich finde, das sind so existenzielle Situationen im Leben, da gibt es oft auch keine erstmal Rezepte für. Das ist wirklich schwer. Viele aber überstehen die Krankheit zum Glück und werden wieder gesund, so wie Marie. Die junge Bloggerin ist heute krebsfrei. Hat sich eigentlich dein Leben verändert durch die Krankheit? Also hast du dich auch als Person verändert? Ja, ich habe mich verändert. Also ich habe gemerkt, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ja, von Grund auf habe ich eigentlich mein Leben einfach mal umgekrempelt. Habe eben meinen Job gekündigt und habe als Tagesmutter begonnen zu arbeiten. Bin inzwischen ja auch wieder in Elternzeit, weil wir noch einen kleinen Bub aufgenommen haben als Dauerpflegekind. Also mein Leben hat sich komplett verändert. Würdest du auch sagen, du bist gereift durch diese Erfahrungen, die du gemacht hast? Ich bin selbstbewusster auch geworden. Ich war früher schon ein kleines Mauerblümchen und habe mich gar nichts getraut. Und jetzt traue ich mich immer mehr und sage auch, wenn mir etwas nicht passt. Und das hätte ich mich früher nicht so getraut. Also es hat sich vieles verändert und ja, der Krebs ist auch eine Chance. Ja, und du bist ja auch wieder schwanger, ne? Genau, ich bin jetzt im 5. Monat schwanger. War für uns auch völlig überraschend, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, weil es immer so hieß, naja, nach der Chemotherapie kann ich wahrscheinlich keine Kinder mehr bekommen. Und deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, dass ich ein kleines Wunder im Bauch habe und der kleine Mann im Bauch schön wächst. Das kann ich mir vorstellen. Schön, freut mich für euch. Ja, danke schön. Ja, Krebs macht Angst. Aber ich habe heute Frauen kennengelernt, die es nicht zulassen, dass die Krankheit ihr ganzes Leben beherrscht. Und das hat uns sehr beeindruckt. Und uns ist klar geworden, dass Freunde und Familie unglaublich wichtig sind. Vor allem, wenn sie den Mut haben, offen zu fragen, was den Betroffenen gut tut, was sie sich wünschen und was sie nicht so gerne möchten. Das war Engel fragt, heute zu der Frage Krebs. Und jetzt? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD-Mediathek.